Hallo und herzlich willkommen bei unserem Aufklärungsvideo zum Thema Darmspiegelung oder auch Koloskopie genannt. Mein Name ist Wolfgang Bistuber und ich mache hier zusammen mit anderen Kollegen die Darmspiegelungen hier im Krankenhaus Buchloe. Viele Menschen fragen beim Aufklärungsgespräch, ob wir den ganzen Darm untersuchen würden. Dem ist nicht so, denn dafür wäre er viel zu lange. Wir schauen bei der Darmspiegelung den Dickdarm an und noch das letzte Stück vom Dünndarm. Das betrifft ca. 80 bis 100 cm Dickdarm und noch ein Stückchen vom Dünndarm, das bedeutet ungefähr 3 bis 5 cm. Warum hat Ihnen Ihr Hausarzt zu einer Darmspiegelung geraten? Das betrifft in der Regel zwei Bereiche. Entweder weil Sie Symptome haben, zum Beispiel Blut im Stuhl oder Verdauungsprobleme, oder weil Sie 50 Jahre alt sind und in Deutschland damit die Darmkrebsvorsorge beginnt. Damit wir wissen, um was es bei Ihrer Darmspiegelung geht, halten wir circa eine Woche vor dem Termin mit Ihnen zusammen ein persönliches Aufklärungsgespräch, in dem wir diese und andere Fragen klären rund um Ihre Gesundheit. Denn wir wollen auch Dinge wissen, wie zum Beispiel Unverträglichkeiten oder Allergien. Das ist zum Beispiel insbesondere wichtig, wenn es um das Thema Dämmerungsschlaf oder Kurznarkose geht. Zu diesem Themenkomplex haben wir noch ein weiteres Video für Sie vorbereitet, das Sie sich anschauen können und sich näher informieren können. Bei diesem Aufklärungsgespräch werden wir auch klären, ob es Voruntersuchungen gibt und Sie bitten, diese zur Untersuchung dann mitzubringen. Außerdem werden wir klären, ob Sie Medikamente einnehmen und ob Sie insbesondere Blutverdünner einnehmen müssen. Für die Untersuchung selber wollen wir einen sauberen Darm vorfinden. Deshalb müssen Sie Abführmaßnahmen durchführen, die Ihnen meine Kollegin in einem weiteren Video erklären wird. Am Tag der Untersuchung ziehen Sie sich bitte bequeme Kleidung an und melden sich bei uns an der Pforte. Wir holen Sie dann für die Untersuchung ab und bereiten Sie für die Untersuchung vor. Was heißt Untersuchungsvorbereitung? Sie bekommen von uns eine schicke Papierhose angezogen, mit der wir die Untersuchung durchführen können. Für die Untersuchung bekommen Sie außerdem eine Monitorüberwachung, damit wir immer wissen, wie es Ihnen geht. Für Sie bedeutet das ein paar Elektroden am Körper, einen Zugang für die Sedierung und eine Blutdruckmanschette. Außerdem ein Sauerstoffschlauch, mit dem wir Ihnen während der Untersuchung kontinuierlich Sauerstoff geben werden. Wenn der Untersucher dann zu Ihnen in den Raum kommt, können Sie nochmal Fragen mit ihm klären und dann geht die Untersuchung auch schon los. Für die Untersuchung bekommen Sie das Medikament gespritzt, dass Sie schön tief schlafen, damit Sie von der Untersuchung nichts mitbekommen. Wenn Sie tief und fest schlafen, werden wir mit der Untersuchung starten. Das bedeutet bei einer Darmspiegelung, dass wir ausgehend vom Enddarm hochspiegeln bis an die Stelle, wo der Dünndarm in den Dickdarm einmündet. Diesen Bereich nennt man Blinddarm. Auch diejenigen von Ihnen, die uns sagen werden, Moment mal, ich bin ja Blinddarm operiert, haben diesen Teil noch, denn bei einer Blinddarmoperation wird ein kleines anderes Stück entfernt. Wenn wir am Blinddarm angekommen sind, spiegeln wir noch kurz in das letzte Stück vom Dünndarm rein, ungefähr 3 bis 4 cm, und haben so auch noch einen kurzen Blick in den Dünndarm geworfen. Dieser Teil der Untersuchung ist der schnellere Teil, das Hochspiegeln bis in den Blinddarm. Beim Zurückziehen des Gerätes läuft die Diagnostik ab. Das bedeutet, wir gucken uns die ganze Schleimhaut in Ihrem Dickdarm während der Untersuchung im Rückzug an. Damit wir das machen können, pumpen wir in den Dickdarm etwas Gas, das ist heutzutage CO2, damit sich der Dickdarm schön entfaltet und wir hinter jede Falte gucken können. Das ist ein Grund, warum Sie sich hinterher oft fühlen wie ein aufgeblasener Krapfen. Wir sagen dann zu den Patienten immer, sie sollen einfach im Aufwachbereich hemmungslos pupsen, dann sind die Beschwerden in aller Regel damit gegessen. Das CO2 erledigt den Rest, denn das CO2 hat die Eigenschaft, dass es vom Körper aufgenommen wird. Das heißt, alles, was auf natürlichem Weg den Körper nicht verlässt, wird vom Darm aufgenommen, sodass Sie nach der Untersuchung, spätestens 2 bis 3 Stunden nach der Untersuchung, bereits eigentlich keine Folgen des Gases mehr verspüren sollten. Wie gesagt, werden wir im Rückzug bei der Darmspiegelung die ganze Schleimhaut beurteilen. Was sind typische Befunde bei einer Darmspiegelung? Zum einen
entzündliche Bereiche, die wir beproben werden. Dafür haben wir spezielle Instrumente. In diesem Fall eine Biopsiezange, die sehr kleine Proben aus der Schleimhaut entnimmt, die wir entfernen können und für die Pathologie aufbereiten können. Die zweiten wichtigen Befunde sind Polypen. Was sind Polypen? Polypen sind gutartige Schleimhautwucherungen, die aber die Eigenschaft haben können, über Jahre zu Darmkrebs zu werden. Deshalb werden diese im gleichen Rahmen sofort entfernt. Kleine Polypen können wir mit der eben gezeigten Biopsiezange entfernen. Für größere Polypen haben wir zum Beispiel solche Schlingen, die wir ausfahren können, die wir über den Polypen stülpen, zuziehen können und ihn so von seiner Unterlage abtrennen können. Diese Schlingen können den Polypen so abtragen. Wir können diese Polypen aber auch mit Strom abtragen, wenn sie zum Beispiel größer sind. Deshalb wollen wir im Aufklärungsgespräch von Ihnen wissen, ob Sie Metall im Körper haben oder ob Sie zum Beispiel elektrische Geräte wie zum Beispiel Herzschrittmacher führen. Bei dieser Polypabtragung hinterlassen wir natürlich kleine wunde Stellen. Diese Stellen verheilen in der Regel folgenlos ab, können aber auch mal nachbluten. Dazu später mehr. Die Untersuchung beenden wir, indem wir im Enddarm noch einen Blick auf den inneren Teil des Anus werfen, um festzustellen, ob Sie Hämorrhoiden haben. Und damit beenden wir diese Untersuchung, die im optimalen Fall etwa 10 Minuten dauert, aber auch schon mal 1 oder 1,5 Stunden dauern kann, je nachdem, ob wir Polypen finden oder nicht. Nach der Untersuchung kommen Sie noch in unseren Aufwachbereich, in dem Sie genauso überwacht werden wie zum Zeitpunkt der Untersuchung, damit wir alle Vitalparameter von Ihnen sehen werden, bis Sie wieder völlig wach und ansprechbar sind. Ist dies der Fall, kommt der Untersucher nochmal auf Sie zu und bespricht sofort mit Ihnen den Befund und gibt Ihnen auch einen Befundbericht für Ihren Hausarzt mit. Falls wir Gewebeproben abzwicken oder abtragen, werden wir diese Gewebeproben zum Pathologen schicken. Der wird uns nach ca. 3 bis 4 Werktagen einen Befund zukommen lassen, den wir dann kommentiert zu Ihrem Hausarzt schicken. Welche Komplikationen kann es geben? Gott sei Dank ist eine Darmspiegelung heutzutage eine sehr, sehr komplikationsarme Untersuchung. Trotz allem kann es zu Komplikationen kommen. Zu Blutungen kann es zum Beispiel kommen, wenn wir mit unserem Gerät die Schleimhaut verletzen, aber auch wenn wir Polypen abtragen oder Proben nehmen. Sollte es während der Untersuchung zu einer relevanten Blutung kommen, können wir das auch an Ort und Stelle sofort beheben, indem wir zum Beispiel Metallklammern an die Stelle setzen, um so die Blutungsstelle zusammenzudrücken, oder indem wir Medikamente an die Stelle geben oder mit Strom die Blutung veröden. Ganz selten kann es allerdings passieren, dass Sie erst zu Hause eine Blutung merken. Falls dies der Fall ist, nehmen Sie bitte zu uns Kontakt auf, indem Sie die Nummer auf der Visitenkarte wählen oder sich bei uns zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Notaufnahme vorstellen. Der zweite Schwerpunkt einer Komplikation betrifft das Thema einer Durchstoßung oder Perforation. Dies kann ebenfalls bei der Abtragung eines in der Regel großen Polypen passieren, aber auch schon allein durch die Bewegung des Gerätes, wenn wir durch eine schwierige Passage des Darmes durchspiegeln müssen. Sollte das passieren, heißt das heutzutage nicht automatisch, dass sie sofort operiert werden müssen, sondern dass wir ebenfalls mit kleineren oder auch größeren Metallklammern das Loch verschließen können. In diesem Fall oder aber auch bei größeren Blutungen werden wir Ihnen aber wahrscheinlich empfehlen, dass Sie bei uns eine Nacht stationär überwacht werden. In sehr, sehr seltenen Fällen kann es aber auch sein, dass Sie nach einer Durchstoßung operiert werden müssen. Hierzu werden wir Sie dann nach Rücksprache mit unseren Kollegen in der Regel ins Klinikum Kaufbeuern zu den Kollegen der Chirurgie verlegen. Falls jetzt noch Fragen offen sind, besprechen wir die einfach in unserem Aufklärungsgespräch eine Woche vor dem eigentlichen Termin, damit wir in einem persönlichen Gespräch Ihre Anliegen noch klären können.